15. Wochenspruch, mit dem begrüße ich euch zum 117. Vortrag zur Apokalypse. Jetzt habe ich kurz schon nachdenken müssen, weil ich kann ja nur bis 3 zählen, also das bin ich schon in der Schwierigkeit. 15. Wochenspruch dazu. Ich fühle wie verzaubert im Weltenschein des Geistes weben. Es hat in Sinnesdumpfheit gehüllt mein Eigenwesen, zu schenken mir die Kraft, die ohnmächtig sich selbst zu geben, mein Ich in seinen Schranken ist. Das ist auf den ersten Blick ein schwieriger Spruch, wie die meisten im Übrigen. Einfache gibt es ja selten. Also was ist einmal das Ich in meinen Schranken? Das ist mein irdisches Ich-Bewusstsein, das ich da habe, mein kleines Ich, das Ich in seinen Schranken, in den Schranken der Körperlichkeit. Also das heißt so, wie wir in etwa uns im Alltagsleben erleben. Und dazu muss man sagen, dieses Bewusstsein, das wir heute haben, das wir als unser Ich, als unser kleines Ich bezeichnen, gemischt mit Ego drinnen, also wo dann auch noch die Widersacherkräfte auch noch dabei sind, die hineinspucken in das Ganze. Was aber seine Notwendigkeit auch hat. Also ist das, gerade die Widersacherkräfte, die luziferischen namentlich, helfen uns sehr, auch wirklich dieses Eigenbewusstsein zu entwickeln, dieses in seinen Schranken eben. Also das heißt auch, sich trennen zu können von der Welt, sich der Welt gegenüberstellen zu können, sich trennen zu können von den anderen Menschen, sich trennen zu können von der Gemeinschaft, um sich später einmal oder hoffentlich sogar sehr früh in Liebe aus Freiheit mit ihnen zu verbinden. Aber davor muss also eine Trennung erfolgen, die, wie soll ich sagen, die natürlichen Bande, die durch die Volksgemeinschaft, die Familie, sonst was gegeben sind, eigentlich auflöst. Um sie dann, wenn es gut geht, geht es Hand in Hand. Öfters gibt es Brüche dabei auf dem Weg, das ist sicher heute das Häufigere, dass es Brüche gibt. Aber es muss die natürliche Verbindung vollkommen ersetzt werden durch eine ganz freie. Das ist der Weg, der allerdings noch eine Weile dauern wird. Der dauern wird letztlich ja bis hinein, weit hinein in die nächste Kulturepoche, denn das wird erst die große Kulturepoche der, ja, wie soll ich es jetzt nennen, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, Solidarität, sagt man heute ja gerne, obwohl das, weiß ich nicht, ob das genau trifft, das Wort, aber es ist jedenfalls eine geistig freie Verbindung. Es geht also in der Zukunft um freie geistige Gemeinschaften, die letztlich darin gipfeln, dass eine Menschheitsgemeinschaft entsteht, eine wirkliche Menschheitsgemeinschaft. Und das heißt aber auch, dass das wirklich funktioniert, sich auch das Bewusstsein sehr, sehr stark weiterentwickeln muss. Und eben das ist wichtig jetzt zum Verständnis auch dieses Wochenspruchs, dieses Bewusstsein, auch unser Tagesbewusstsein, das wir haben. So wie wir es heute kennen, ist es noch nicht sehr alt. Es war früher viel, viel dumpfer, dieses Bewusstsein, und viel, ja, ich würde sagen, instinktiver die Beziehung zur sozialen Gemeinschaft. Damit war es eine gewisse Selbstverständlichkeit im Guten wie im Schlechten. Das heißt, es war mit einer gewissen Notwendigkeit, zum Beispiel gerade das, was blutsmäßig verbunden war, vor allem in vorchristlicher Zeit, hat zusammengehalten im Wesentlichen, und das Schlimmste war das Verbrechen gegen das eigene Blut. Aber sehr wohl war Standard Kampf gegen das andere Blut. Wirklich Kampf. Das war das, also im Alten Testament zieht sich das durch, überall, und in allen Religionen, die aus der Zeit kommen, zieht sich das durch. Es besteht eigentlich wirklich eine Art direkter oder indirekter Konkurrenzkampf drinnen. Und die Liebe bezieht sich nur auf das, was blutsmäßig verbunden ist. Und auch nur auf die Gottheit, die mit diesem Volkstum sich verbunden hat. Denn früher war das, was man als Götter bezeichnet hat, waren im Wesentlichen Volksgötter, Stammesgötter und so weiter. Und die standen alle in Auseinandersetzung miteinander. Und die waren mindestens so brutal wie das, was heute
auf Erden passiert, was ja eigentlich sehr viel verstärkt ist durch die Technik. Weil was heute passiert, nur die Grausamkeit war früher viel, viel größer und die Unerbittlichkeit. Es gab eigentlich nur im Prinzip in den meisten Fällen, so haben sich die Stämme, die Völker gebildet, der Kampf gegen das andere Volk. Und es war Pflicht, das andere Volk eigentlich zurückzudrängen, nach Möglichkeit sogar auszulöschen. Und an dem haben wir alle mitgemacht. Alle, die wir da sitzen, auch die ihr da draußen sitzt, das liegt alles auf unserem Karma drauf. Auch wenn es eine gewisse Notwendigkeit war, es zu tun, deswegen war es trotzdem etwas, was unser Karma natürlich ganz stark belastet. Und das sind Dinge, die in unserem Untergrund, das heißt in den Tiefen unserer Seele drinnen ruhen und die uns heute alle in der Regel noch nicht bewusst sind oder den wenigsten von uns bewusst sind. Und Bewusstseinsseelenzeitalter, in dem wir jetzt drinnen stehen, entwickeln, heißt eben auch dieses Ich in seinen Schranken kennenzulernen mit all dem Ballast, den wir aus fernster Vergangenheit mitbringen. Die Welt war nicht immer friedlich. Es gab friedliche Zeiten auch, aber die waren immer dann gegeben, wenn eigentlich der Sieg über die konkurrierenden Völker gegeben war. Also es war kein friedliches Zusammenwirken in der Vergangenheit da. Und es gab das eben nur innerhalb der Stammesgemeinschaft, der Volksgemeinschaft dann später, das war schon ein Riesensprung von einer Stammesgemeinschaft zu einer Volksgemeinschaft aufzusteigen. Das ist das Bild, also was sich dann am deutlichsten ausdrückt, eben in den 12 Stämmen Israels. Das ist sozusagen das Musterbild einer Volksgemeinschaft, die aus Stammesgemeinschaften sich bildet als etwas Gemeinsames, die aber eben durch das Blut verbunden sind miteinander und in schroffer Ablehnung stehen zu allem anderen Blut, das außerhalb ist. Das ist ganz stark. Und mit der Verpflichtung, also jedenfalls zu verhindern, dass jemals eine Vermischung mit diesem anderen Blut stattfindet. Es ist also ganz stark, also einer der großen Propheten, der Elias, war in einer früheren Verkörperung als Pinhas oder Pineas verkörpert und da ist von ihm ganz stark also überliefert eine Szene, wo er eben ein Paar, eine Mann und eine Frau, die miteinander halt, also die sich verbinden geschlechtlich miteinander, dass er die mit dem Speer durchbohrt, weil sie verschiedenen Blutes sind. Und das ist also die Voraussetzung gewesen dafür, dass er dann in der nächsten Inkarnation dieser starke Prophet werden konnte. Also das heißt, was wir heute als absolut Schuldhaftes sehen würden und was im Karma eben auch lastet, war trotzdem eine Notwendigkeit. Das sind so die geheimen Gesetze unserer Erdenmenschheit, unseres Erdendaseins, dass wir in gewisser Weise Dinge, die eigentlich verwerflich sind, machen mussten, um die Entwicklung zur Freiheit voranzutreiben. Und nur weil wir diese Fehler oder Notwendigkeiten, man könnte es beides nennen, eigentlich sind sie Fehler, weil es ein Verstoß ist gegen jedes geistige Gesetz. Nur auf der Erde herrschen andere Gesetze. Das ist eine Folge dessen, dass ja die Gottheit sich gerade von der Erdenwelt zurückgezogen hat zunächst und der Ort, an dem die Menschheit sich entwickeln sollte, im Grunde der Ort der Widersacherkräfte war. Weil anders die Freiheit des Menschen nicht zu verwirklichen war. Das ist eine sehr, sehr harte Wahrheit. Und was wir auch heute noch an solchen Konflikten oder zwischen Völkern oder Volksgruppen und Gemeinschaften haben, ist im Grunde noch eine Nachwirkung, eine starke Nachwirkung aus der Zeit. Nur sie ist heute völlig sinnlos, völlig zerstörerisch. In der damaligen Zeit war es unheimlich leidvoll und weil es leidvoll war, weil es also starke Zerstörungen in der Seelenwelt, im Astralischen hervorgerufen hat, ist es auch karmisch belastet und trotzdem war es eine Notwendigkeit.
Trotzdem war es eine Notwendigkeit, das zu tun, sonst wäre die Freiheit nicht entstanden. Und es ist jetzt im Zeitalter der Bewusstseinsseele sehr dringend geboten, sich bewusst zu werden, welche karmische Schuld man aber auch aus einer gewissen Notwendigkeit heraus mit sich trägt. Und es ist heute in Wahrheit sträflich, überhaupt irgendeinen geistigen Entwicklungsweg zu gehen, wenn man nicht auf das als allererstes das Augenmerk richtet. Im Alten Testament oder Zeiten, in vorchristlichen Zeiten war es eigentlich anders. Also man hat als erstes sich gewendet also zu den Engelwesenheiten verschiedenster Hierarchienstufen, die über uns stehen, um von dort eben zu empfangen die geistigen Impulse, die notwendig sind, um das Erdenleben voranzubringen. Weil das Ich des Menschen eben noch nicht selbst über diese Fähigkeit verfügte, selbst seine Impulse zu finden. Es war zwar zur Freiheit veranlagt, aber es konnte die Freiheit noch nicht ergreifen. Über das haben wir schon öfter gesprochen. Das beginnt im Grunde erst ausgelöst durch das Mysterium von Golgatha. Zur Wirksamkeit kommt es aber auch erst ein paar Jahrhunderte später. Im Grunde also so in den ersten Anfängen in Wahrheit um das Jahr 333 nach Christus ist so ein spannendes Jahr dafür. Und für viele Menschen erst sehr, sehr viel später, für viele steht das noch jetzt so richtig bevor. Und wenn wir uns fragen, ja, wie frei sind wir, ja, die meisten Menschen, zumindest in unserem Kulturkreis, werden sagen, ja, ich bin ja frei und ich kann frei entscheiden und ich tue, was ich will. Und in den wenigsten Fällen hat es mit wirklicher geistiger Freiheit etwas zu tun. Denn Freiheit heißt ja nicht, ich tue, was ich will, im Sinne, ich tue, wozu ich halt gerade Lust habe, was mir gerade Spaß macht, was mir Freude macht, sondern wirklich aus der Freiheit zu handeln heißt, ich tue das, was ich aus meinem schöpferischen Willen tun kann, nach meiner ganzen Entwicklung, die ich über die vielen Jahrtausende und Jahrhunderttausende eigentlich menschlicher Entwicklung mir angeeignet habe und mit denen ich einen Beitrag für die Welt liefern kann. Das heißt, wo jetzt sich umdreht, das ganze Bild nicht mehr primär empfangen wir von oben, sondern wir geben nach oben. Und das fängt jetzt in unserem Zeitalter immer stärker an. Und weil dazu muss eben auch dieses volle Bewusstsein der Freiheit dabei sein. Und diese Dinge können am meisten die Menschen geben, die sich am meisten die Freiheit schon errungen haben und nicht noch auf einem alten Weg sind. Also die sozusagen im alten Sinne die Götter oder den Gott oder Gott verehren mit den unbewussten Kräften. Wir sind natürlich in einem Übergang drinnen, also es wird noch lange Zeit das alte System geben, aber das neue wird eben ein ganz anderes sein. Die geistige Welt wartet auf die Früchte, die wir aus der Freiheit herausgeben können, die sich die geistige Welt nicht selbst geben kann, die geistige Welt, die über uns steht, also namentlich die geistigen Hierarchien nicht geben können selbst. Und das wird immer stärker werden in der Zukunft. Es wird also namentlich stärker werden auf den kommenden kosmischen Verkörperungen unserer Erde. Da wird es so richtig erst anschwellen. Wir sind jetzt eigentlich im Grunde in der Vorbereitungsphase, uns auf die nächsten 3 vor uns liegenden kosmischen Inkarnationen der Erde vorzubereiten. Und dann wird die Menschheit als Ganzes eine neue Gruppe von geistigen Hierarchien bilden, die sogenannte 4. Hierarchiegruppe, nämlich in 3 Abstufungen des Menschlichen. Das werden wir entwickeln auf den nächsten 3 kosmischen Inkarnationen der Erde.
Das heißt, dann werden wir eine Stellung einnehmen, wie sie jetzt die Engelwesenheiten im engeren Sinn haben, das heißt Engel, Erzengel, Urengel. Nur mit dem großen Unterschied, dass wir dann eben über die volle Freiheit verfügen, über die diese Engel, Erzengel, Urengelwesenheiten überhaupt nicht verfügen. Überhaupt nicht. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Eine mächtige Wesenheit wie Michael zum Beispiel, wir stellen uns in falsch vor, wenn wir sagen, naja, der Michael, der sagt halt, ja, werden wir jetzt was einfallen lassen, wie wir das unten wieder in Ordnung bringen oder wie wir den Menschen helfen. Aus seiner Freiheit heraus. Es geht nicht. Der Impuls kommt von oben und er zeichnet sich aber dadurch auf, dass er in großer Reinheit diesen Impuls entgegennehmen kann. Von oben. Und es ist aber im Begriff, sich das alles umzudrehen, dass immer mehr von unten kommt. Und auf das warten ja alle Wesen eigentlich im Kosmos. Im Grunde. Es warten die Wesen auf Erden, das heißt die Tiere namentlich darauf. Es warten die Elementarwesen darauf, dass dieser Impuls vom Menschen kommt, dass dieser Erneuerungsimpuls kommt. Und es warten aber auch die höheren Hierarchien darauf. Dass da etwas von unten kommt und mit diesem Impuls von unten, ja, wie soll ich sagen, etwas von dieser Freiheit auch in die höheren Welten übergeht. Weil diese menschliche Freiheit, diese einzigartige Freiheit können wir eben nur hier auf Erden entwickeln. Und kein Wesen, das nicht voll auf Erden inkarniert ist, kann das und konnte es auch in der Vergangenheit nicht. Und auch für den Christus und für die Trinität ist es eine neue Dimension, obwohl das ja die schöpferische Quelle letztlich selbst ist. Und trotzdem entsteht eine ganz neue Qualität dadurch, dass sich der Christus als Mensch inkarniert hat und voll in die Sterblichkeit hineingegangen ist. Das ist das ganz wesentliche Element. Das heißt eben auch der Moment des Sterbenkönnens ist ein Privileg des Menschen und der Wesen, die ihn begleiten, die aber letztlich auf Erden ja der Mensch aus sich herausgesetzt hat. Die Tiere, die Pflanzen, die Mineralwelt, so wie wir sie heute kennen, sind etwas, was der Mensch aus sich herausgesetzt hat. Und eben gerade diese Erdennatur vom Mineralischen, Pflanzlichen über das Tierische hinauf plus den ganzen damit verbundenen Elementarwesen, die warten als allererste darauf, dass sie also an diesem, ja, wie soll ich sagen, Geschenk der Freiheit irgendwo einmal anfänglich teilhaftig werden können. Und sie werden die Ersten sein, die teilhaben können, wenn wir es vorbereiten. Und dann schrittweise auch die höheren Hierarchien. Also vor allem einmal die heutigen Engelwesenheiten, Erzengelwesenheiten, Urengelwesenheiten. Und dafür wird eine ganz große Rolle spielen die Erlösung der Widersacher. Warum? Also welche Widersacherwesenheiten kennen wir? Ich möchte jetzt einmal vorerst die soratischen Wesenheiten ausblenden, das ist ein eigenes Kapitel. Aber die eigentlichen Widersacherwesen sind eben zurückgebliebene Engelwesenheiten verschiedener Stufen. Also zurückgebliebene Engel, zurückgebliebene Erzengel, zurückgebliebene Urengel. Zurückgeblieben im Übrigen meist nur bezüglich bestimmter Kräfte, in anderen Kräften teilweise sogar stärker als die regulären Hierarchien der gleichen Hierarchiestufe. Also die luziferischen Wesenheiten stammen aus der Engelhierarchie. Also aus derselben Hierarchie, aus den unsere Schutzengel, unsere begleitenden Engel und so weiter sind. Das sind die luziferischen Kräfte. Die sind und waren vor allem in der Vergangenheit ganz entscheidend, eben das Ich in seinen Schranken vorzubereiten, dadurch, dass sie immer stärker unser Ego gemacht haben. Unser Ego gemacht haben, das heißt etwas Eigenes, was jetzt aber nicht aus dem Ich zunächst kommt, sondern was dem Astralischen, dem Astralleib von uns
ein ganz eigenes Gepräge gibt. Und im Grunde steht dahinter wenn man es jetzt ganz überspitzt formuliert, der Wunsch oder der Wille, aus diesem Astralleib eine ganze eigene Astralwelt zu machen. Und alles soll sich nach dieser Astralwelt richten. Im Grunde eine Vorbereitung für das, was wir später einmal wirklich machen werden im Großen, aber in einer ganz anderen Form. Jetzt sind wir noch zu klein dazu und jetzt tragen wir unsere kleinlichen Egoismen hinein. Es wird einmal ein ganz großer, weiter Egoismus sein, in dem sich die Egos aller Menschen vereinen und es wird was Gutes sein. Und die Kräfte, die darin wirken, ob wir den stärksten engen Egoismus haben oder den großen, die Kräfte sind dieselben. Nur sie wirken anders. Je enger ich es verdichte, desto stärker werden diese Kräfte einerseits, aber desto mehr sind sie nur auf den engsten Eigennutz beschränkt. Und wir brauchen aber diese Stärke und wir müssen sie sogar noch stärker machen, um sie später einmal ausdehnen zu können. Ja, einmal jetzt während unserer Erdentwicklung noch auf die ganze Erde, die ganze Menschheit. Das ist die Vorbereitung, überhaupt die wesentliche Vorbereitung, dass uns das zumindest zu einem Teil gelingt, um das mitzubauen, ganz wesentlich mitzubauen, was in der Apokalypse als das neue Jerusalem geschildert wird. Denn das neue Jerusalem entsteht aus dem, was die Menschen an vergeistigtem Astralischen entwickelt haben, bereits jetzt während der Erdentwicklung. Wir werden es jetzt während der Erdentwicklung nicht vollkommen schaffen. Es wird dann eben das neue Jerusalem, die nächste kosmische Verkörperung unserer Erde, dazu dienen, um das voll ausreifen zu lassen. Aber wenn wir es jetzt nicht vorbereiten, wird es überhaupt nicht passieren. Das ist das große Problem, weil was wir jetzt nicht im Kleinen vorbereiten, sozusagen in unserem eigenen Astralleib dazu vorbereiten, das wird dann fehlen und kann in der Form nicht mehr nachgeholt werden, weil wir die Grundlage nur jetzt während unserer irdischen Verkörperungen legen können. Später wird es eine ganz andere Art der Entwicklung geben dazu. Aber diese Entwicklung, dass es wirklich mit voller Freiheit passieren kann, müssen wir jetzt noch während der paar Jahrtausende schaffen, die die Menschheit noch in verkörpertem Zustand auf der Erde hat. Und wir wissen, wir haben schon öfter gesprochen davon, dass die Zeit scheinbar zumindest sehr, sehr kurz ist. Also äußerlich gemessen sind es ein paar Jahrtausende, 6., 7., 8. Jahrtausend, 9. Jahrtausend, bis dahin wird es etwa gehen. Nur diese Zeitbegriffe, diese äußerlichen Zeitbegriffe sind insofern ganz sinnlos, als das Entwicklungstempo sich gewaltig verstärken wird, verschärfen wird. Und es ist jetzt schon merkbar. Aber wenn man sich denkt, ich merke noch nichts draußen, wenn ich mir das Weltgeschehen anschaue. Aber doch, wir sehen halt meistens nur die Schattenseiten. Dessen ist im Übrigen auch ein ziemliches Charakteristikum unserer Zeit und ein notwendiges Charakteristikum unserer Zeit, dass wir eigentlich dazu gestoßen werden, als erstes immer das ganze Negative zu sehen. Und die Menschen sind heute, man braucht nur schauen, die letzten Krisen, wie sie verlaufen sind. Das Erste ist, man sieht das Negative, welche Gefahren sind da. Die Medien wissen das am allerbesten, mit guten Nachrichten kann man nichts verkaufen. Man kann keine Geschichten verkaufen, die gut sind, die verkaufen sie schlecht. Aber wenn dort Gefahr, Panik und weiß Gott was drohendes Unheil ist, dann steigen die Auflagen so. Also es ist so eine gewisse magnetische Anziehungskraft geradezu da, das Negative zu sehen heute. Und das eben mit einer gewissen Notwendigkeit, weil alles dazu drängt, uns dieser Kräfte bewusst zu werden, die wir alle haben und mit denen wir aber umzugehen lernen müssen, wenn es heilsam weitergehen soll, die Entwicklung. Es liegt jetzt wirklich an uns und es liegt am meisten daran, dass wir
es wagen, uns selbst, das heißt namentlich also unseren Astralleib anzuschauen, was er so im Laufe der verschiedenen Inkarnationen geworden ist. Also wirklich unser irdischer Astralleib in der Verkörperung, den anzuschauen, was da an Kräften drinnen sich abspielt. Das ist der Punkt, warum eben die Apokalypse ganz tief in den Abgrund hinunterführt, bevor dann die Aussicht gestellt wird für das neue Jerusalem. Und warum also so sehr, sehr starke Bilder drinnen sind und Bilder, die wir wahrscheinlich heute noch viel stärker auffassen müssten. Weil ich habe so die Befürchtung, dass viele Menschen, die jetzt heute die Apokalypse lesen, sagen, ja, das ist natürlich schon schrecklich und grauslich irgendwo, aber die Frage ist, ob sie so elementar erschüttert sind, dass sie dadurch den Anstoß finden, in ihre eigenen Tiefen hineinzuschauen, weiß ich nicht. Weil es gibt zugleich also die große Tendenz heute, das Übel überall in der Welt zu sehen, bei allen anderen Menschen rundherum zu sehen, aber am allerwenigsten bei sich. Und das ist das Entscheidende. Die Fehler der anderen zu suchen und zu sehen und die Sachen, die draußen passieren, sicher soll man nicht achtlos daran vorbeigehen, was dort ist, aber es wird nichts nützen, wenn man nicht die eigenen Abgründe anschaut. Und die hat praktisch jeder, außer den ganz wenigen Eingeweihten, die so weit gekommen sind bereits, dass sie für sich eine irdische Inkarnation nicht mehr brauchen, sich aber trotzdem inkarnieren. Und dann stehen sie aber trotzdem, wenn sie sich inkarnieren, unter der Gefahr, dass trotzdem wieder Absturz passiert. Da sieht man also, welch großes Opfer solche Menschen auf sich nehmen, die sich wie ein Buddha etwa nicht mehr verkörpern müssen und es trotzdem tun. Buddha tut es nicht, aber nicht, weil er jetzt Angst hat davor, dass was schiefgehen könnte, wenn er sich inkarniert, sondern es braucht eben zwei Gruppen von Menschen für die Zukunft. Die eine Gruppe ist die, die sich nicht mehr verkörpern, nachdem sie in gewisser Weise zu einer vollendeten irdischen Inkarnation gekommen sind, wobei das auch wieder ein großer Unterschied ist, ob das in vorchristlicher Zeit passiert ist oder ob das jetzt in nachchristlicher Zeit man sich erst zu dem Status entwickelt. Daher wird ein großer Unterschied sein zwischen dem Buddha, dem ehemaligen Gautama Buddha, also dem historischen Buddha, und dem späteren Maitreya Buddha, der also in der Zukunft, wohl in der nächsten Kulturepoche, zur Buddha-Würde aufsteigen wird. Der also jetzt noch nicht die Buddha-Würde wirklich erhalten hat, sondern eigentlich noch Bodhisattva ist, aber aufsteigt zur Buddha-Würde dann, dass er so weit ist, dass er sich nicht mehr verkörpern zu müssen. Und er wird es aus seiner vollen Freiheit heraus können, was der historische Buddha in gewisser Weise noch nicht konnte, weil das eben in vorchristlicher Zeit noch nicht möglich war. Also da tun sich sehr, sehr viele Themen auf, einfach, die aber ganz entscheidend sind für die Geschichte der Menschheit, für die Menschheitsentwicklung überhaupt. Und das steckt also alles da drinnen mit dem Entwickeln seines Ichs in den Schranken. Und das Wichtige ist, was in dem Spruch, in dem Wochenspruch eben auch ausgedrückt wird, dass wir das aber zu verdanken haben, dieser ganzen großen geistigen Welt, die über uns ist und die uns jetzt in der Sommerzeit in dem geistigen Weben irgendwo draußen gegeben ist, in der Sinnesdumpfheit, wenn wir uns mit dem verbinden draußen, dort ist die Quelle der Kräfte, die da hineinkommen, immer wieder. Immer wieder und immer wieder, jedes Jahr, immer wieder, besonders zu der Zeit, besonders stark. Wir können sie jetzt noch nicht fassen, aber wir brauchen diese Kräfte. Und da sind durchaus eben nach wie vor auch luziferische Kräfte dabei. Durchaus auch. Und gehört alles dazu. Nur in Freiheit können wir es nur in Empfang nehmen,
wenn wir uns immer mehr dessen bewusst werden, was da hereinkommt. Das ist der Unterschied zu früher. In der vorchristlichen Zeit und für viele noch weit darüber hinaus haben wir das eben mehr oder minder dumpf, unbewusst empfangen und haben es halt jetzt als Selbstverständlichkeit irgendwie in uns, können es irgendwie handhaben, aber mehr instinktiv als bewusst. Und jetzt im Bewusstseinsseelenzeitalter geht es einmal darum, sich all dieser Kräfte bewusst zu werden, so weit wie irgendwie möglich. Das heißt, als Vorbereitung der nächsten Kulturepoche müssen wir es in dieser Kulturepoche schaffen, eben zum Beispiel völlig ungeschminkt hineinzuschauen in all unsere karmischen Verfehlungen, bis hinein in die Zeiten, wo das passiert ist, was ich euch anfangs erzählt habe, wo also Völkermord und so weiter einfach notwendig war. Eine gewisse Notwendigkeit, die uns die Widersacher aufgezwungen haben, aber uns umgekehrt dadurch die Freiheit ermöglicht haben. Und man muss auch sehen, also wenn zum Beispiel heute in der Evolutionslehre, also seit Darwin oder was dann vom Kampf ums Dasein und so weiter gesprochen wird, dann muss man eines sagen, dass dieses Prinzip also da erwähnt wird in der Evolutionslehre, dass das in die Natur hineingekommen ist, liegt am Menschen. Wir haben es hineingebracht. Wir haben es hineingebracht mit Hilfe der Widersacherkräfte, die uns dabei geführt haben. Wir haben das hineingetragen, sonst wäre auch die Natur ganz anders. Und wobei man dazu sagen muss, dass es im Großen und Ganzen in der Natur, die wir aus uns herausgesetzt haben, also im Tierreich, Pflanzenreich, Mineralreich und so weiter, dieser sogenannte Kampf ums Dasein, im Grunde wesentlich friedlicher verläuft als beim Menschen. Beim Menschen wurde es irgendwann, ja fast könnte man sagen, zu einer Art Selbstzweck. Und es ist dann immer mehr übers Ziel hinausgeschossen worden. Es war so selbstverständlich drinnen, dieses im Grunde alles um mich herum abwehren, niederhalten, klein machen, um selbst zu wachsen. Und das galt zunächst einmal für die Stammes- und dann für die Volksgemeinschaften, aber immer mehr auch für den Einzelmenschen drinnen. Natürlich, wir haben auch die andere Seite in uns, aber die da unten ist sehr stark und wir haben es den höheren Mächten zu verdanken, dass sie uns lange, lange Zeit geholfen haben dabei, diese Kräfte, im Zaum zu halten, wo wir es noch nicht konnten. Nur jetzt ist der Übergang in die Zeit, wo wir der Hüter dieser Kräfte sind. Und wenn unser Ich sich nicht stark genug entwickelt, das heißt stark genug in seinem Bewusstsein wird, und mit dem Bewusstsein wächst aber zugleich die Kraft, diese Widersacherkräfte in uns im Zaum zu halten. Es ist eigentlich das Bewusstsein für diese Kräfte, wenn es in richtiger Weise passiert, nämlich so, dass jetzt nicht das Ich einfach die Panik kriegt und im Grunde nichts anderes will als davonlaufen vor den Kräften, sondern sagt, okay, meine Aufgabe ist, diese Kräfte nicht zu bekämpfen eigentlich, sondern zu ergreifen und selbst zur Hand haben. Wenn wir das versäumen, dann wird das herauskommen, was eben auch eine Schilderung der Apokalypse oder zumindest als ein Ergebnis dieser Apokalypse-Schilderung ist, was Rudolf Steiner dann nennt, den Krieg aller gegen alle. Dann wird es wirklich so sein, dass zwischen Mensch und Mensch nur ein Gesetz herrscht, alle anderen niedermachen. Nur ich. Niemand anderer. Die Welt gehört einzig mir. Auf das streben wir zu. Das ist einer der Wege, die kommen. Und dahinter stecken ganz stark natürlich die soratischen Kräfte auch, jetzt müssen wir die auch nennen, die uns
mit Handkuss sozusagen in Empfang nehmen, wenn wir diesen Weg gehen. Und es gibt zwei Wege, die heute sich für den Menschen und jetzt wirklich für den Ich-Menschen ergeben. Der eine Weg, eben der Weg nach unten, zu sagen, ich verschmelze mein Ich vollkommen mit meinem ganz engen Ego. Und mein Ich stelle ich in den Dienst dieses kleinen Egos im Grunde. Alles für mein kleines Ego. Und im Grunde geht es darum, eine eigene Welt zu schaffen, die ganz bestimmt ist durch dieses Ego. Und die saratischen Kräfte sagen, ja, je mehr du das tust, desto mehr ermöglichen wir dir das auch. Wir geben dir einen Raum, wo du absoluter Herrscher drinnen bist und wo du deine ganzen egoistischen Bedürfnisse ausleben nicht nur darfst, sondern sollst. Und die andere Seite ist das genaue Gegenteil davon, dass wir eben aus Freiheit heraus unsere Ego-Kräfte, unsere niederen astralischen Kräfte durch das Ich vollkommen verwandeln. Und verwandeln heißt damit zugleich eine Kraft zu entwickeln, dass alles, was daraus entsteht, Geschenk für die ganze Welt wird. Geschenk wird im Seelischen, Geschenk durch die Hilfe des Christus wird auch im Ätherischen, in den Lebenskräften. Nicht? Weil dieses Ätherische, was mit dem Prinzip der Liebe verbunden ist, die darin besteht, in Wahrheit im Kern darin besteht, Lebenskräfte zu verschenken. Und als notwendige Voraussetzung aber auch hat oder als Begleiterscheinung hat, dass wir auch Seelisches verschenken. Und beides so verschenken, dass wer immer es annehmen will, es in völliger Freiheit annehmen kann. Das ist das Entscheidende dabei. Wenn ich jetzt vorher davon gesprochen habe, der andere Weg ist, die alles im Dienste des eigenen Egos zu tun, dann kann das trotzdem bedeuten, ja, ich schließe in dieses eigene Ego sehr viel anderes ein. Durchaus. Und ich sorge mich darum sozusagen in der bestmöglichsten Weise, solange es meinem Willen gehorcht, solange es alles das annimmt, was von meiner Quelle ausströmt. Das ist der große Unterschied. Es wäre also eine Welt denkbar, die wunderbar geordnet ist von einem führenden Ich heraus, das ein Ego entwickelt, das den ganzen Erdball umfasst, das aber keine Freiheit zulässt, sondern alles hat sich dem eigenen Plan zu fügen. Und es wird sich nicht auf einen Menschen reduzieren, aber die saratischen Wesenheiten werden helfen, dass es eine kleine Gruppe von Menschen ist, sozusagen, die die Welt zu ihrem Besten, so fassen es jedenfalls die saratischen Wesenheiten auf, unter die Herrschaft dieser kleinen Gemeinschaft stellen. Und die also insofern sehr, sehr ausgewählt ist, weil die miteinander zusammenarbeiten müssen. Und das ist das große Problem, dass dort also nicht Auseinandersetzungen innerhalb dieser Gemeinschaft entstehen. Aber das sind die eigentlichen Abgründe oder der eigentliche Abgrund, der da geschildert wird drinnen. Und das ist eine ganz reale Möglichkeit für die Zukunft drinnen. Und es werden sich Teile davon verwirklichen. Und daher wird ein Teil der Menschheit in das fallen, was dann letztlich eben auch in diesen Krieg aller gegen alle mündet. Wobei man sich aber nicht so einfach vorstellen sollte, einen Krieg, wie wir ihn heute noch erleben. Das wird zwischenzeitlich eine Rolle spielen noch und er wird immer gefährlicher werden durch die technischen Mittel, die wir zur Verfügung haben. Das wird aber letztlich auch dazu führen, dass Kriege dieser Art unmöglich werden. Weil wir sind jetzt im Grunde schon dran, dass jeder
globale Krieg zumindest heute die Erde zerstören würde. Oder zumindest das Leben auf der Erde zum größten Teil zerstören würde. Also wir sind jetzt schon dran, also dass es keine Möglichkeit mehr gibt, einen Krieg schonend zu führen, sodass einer wenigstens überbleiben könnte. Das ist das Paradoxon. Aber noch schlimmer wird es aber werden, es wird sich immer mehr auf die ätherische und auf die seelische Ebene verlagern. Das heißt, was kommen wird, wir haben einmal vor langer Zeit in den Vorträgen darüber gesprochen, es wird so etwas kommen, namentlich in Europa, in Mitteleuropa, Europa überhaupt, wird sich eine neue Form der Heilkunst entwickeln und auch der Krankheitsverhütung überhaupt. Also etwas, was Rudolf Steiner nennt, den hygienischen Okkultismus. Das klingt jetzt, gerade in unserer Zeit, wo wir mit Corona und so zu tun haben, klingt das sehr, sehr äußerlich. Aber mit Hygiene ist ja eigentlich gemeint, im weitesten Sinne ein Leben zu führen, das der Gesundheitsvorsorge auch dienlich ist. Also Krankheiten erst gar nicht entstehen zu lassen, sondern schon die Lebensführung so anzulegen, dass das Leben so gesund wie möglich abläuft. Und weil das Normale, was übrigens von Anfang an übrigens vorgesehen wäre für den Menschen, wodurch aber dann die Freiheit nicht entwickeln hätte können, wäre, er lebt, er ist zwar sterblich, aber er lebt eigentlich bis ins hohe Alter gesund und dann entschläft er ganz sanft als eigentlich im Grunde gesunder Mensch im Wesentlichen. Das heißt, man stirbt nicht eigentlich an einer Krankheit, sondern man verlässt die Leibeshüllen, weil die geistige Aufgabe für diese Inkarnation vollendet ist. Dann entlässt der Körper den Geist und das wäre eigentlich der Normalzustand gewesen. No, den haben wir heute in seltenen Fällen so. Und und es wird also im positiven Sinn die Entwicklung dorthin gehen. Also das werden wir entwickeln können für die Zukunft, hin dem zumindest immer näher zu kommen. Das heißt, eine Medizin, die sich auf äußere Mittel stützt, die wir jetzt zweifellos brauchen, noch wird in der Zukunft, zumindest für die Menschen, die sich geistig entsprechend entwickeln, etwas ganz anderes verwandeln, nämlich dass es wirklich eine Heilung aus dem Geistigen, aus dem Seelischen heraus stattfindet. Denn was die Lebenskräfte wirklich aufzehrt, sind die Verfehlungen im Astralleib. Also alles, was an Störungen im Seelischen ist, alle körperlichen Krankheiten haben letztlich ihre Ursache im Seelischen. Auch solche, die durch äußere Erreger zum Beispiel verursacht werden. Dass wir überhaupt anfällig für so etwas sind, dass uns so etwas angreifen kann, dass wir verletzlich sind durch so etwas, liegt daran, weil seelisch einfach etwas nicht in Ordnung ist. Bei uns allen. Also braucht man sich jetzt nicht klein vorkommen, deswegen es geht uns allen so. Wir haben schwerste Wunden in unserem Astralischen, das heißt in den unterbewussten Bereichen unseres Seelischen, wenn man es anders ausdrücken will. Dort sind wir alle schwerst verwundet, durch viele, viele Kämpfe aus der Vergangenheit sozusagen, so wie ich es halt geschildert habe. Das tragen wir alles mit uns und das sind also seelisch tief blutende Wunden, wenn man so wollen. Blutend in dem Sinn, dass das auch wahnsinnig saugt an unserer Ich-Kraft und fordert unsere Ich-Kraft ganz, ganz stark heran. Und die Gefahr ist immer, wenn wir Ich-Kräfte, die unbewusst zunächst einmal versuchen, daran zu arbeiten, aber wenn es unbewusst ist, wird immer größer die Gefahr, dass das alles Kräfte sind, die sich die Widersacher holen, namentlich die Asuras. Wir haben darüber gesprochen, dass die sogar an unser Ich herankommen, indem sie nämlich zerstörerisch wirken können bis in unseren physischen Leib hinein.
dadurch aber, wenn sie unseren physischen Leib beschädigen in bestimmter Weise, uns wesentlich erschweren, das klare, wache Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Und alles das letztlich, was wir nicht bewusst aus dem Ich heraus schaffen, ist letztlich für die Zukunft verloren. Das ist das, wo Rudolf Steiner davon spricht, dass sogar also Stücke aus dem Ich herausgerissen werden. Das ist jetzt ein sehr bildhafter Ausdruck, nicht? Weil ihr wisst, das Ich ist kein Ding, in dem Sinn kein Gegenstand, wo ich sagen kann, das Ich ist so groß, so breit, so dick, so schwer. Das kann man alles nicht sagen. Also es ist kein Ding, aus dem man in dem Sinn Stücke herausreißen kann, aber es verliert ganz bestimmte Fähigkeiten. Denn alles, was aus dem Ich heraus in seinen Fähigkeiten drinnen liege, drinnen läge an Möglichkeit. Realisieren tut sich, indem man es hier als Tat setzt. Hier auf Erden. Und was wir hier auf Erden nicht als Tat gesetzt haben, geht uns für unsere Freiheit, für unser freies Ich in der Zukunft verloren. Das heißt, das, was jetzt nicht passiert, bis zu unserer letzten Inkarnation hin, ist für alle Zeiten verloren. Für alle Zeiten verloren. Ist unwiederbringlich. Und das ist damit gemeint, dass Stücke aus dem Ich herausgerissen werden. Wenn uns also namentlich die Asuras hindern daran, Ich-Bewusstsein in genügendem Maße zu entwickeln und vieles eben unbewusst laufen lassen, das ist verloren. Für alle Zukunft verloren. Und das sind aber die wichtigsten Kräfte, die wir brauchen. Und dieses Ich-Bewusstsein, dieses starke Ich-Bewusstsein können wir im Grunde von heute an nur entwickeln, indem wir unseren eigenen Verfehlungen und damit aber auch den Widersachern, die dahinter stehen und die uns dorthin getrieben haben, indem wir dem ganz stark ins Auge schauen. Und wenn man einen geistigen Weg geht und das nicht berücksichtigt, dann tut man der Entwicklung der Menschheit nichts Gutes. Es reicht heute nicht aus, sich vorwiegend zu beschäftigen mit dem, was von den höheren Hierarchien herunter zu uns strömt. Wenn wir nicht auch die andere Seite in gleichem Maße anschauen und das Schicksal der Erde oder der Menschheit auf Erden wird uns aber dazu hinführen, dass wir genug Gelegenheit bekommen werden, auch die dunkle Seite anzuschauen. Und die wird uns ermöglichen, auch immer klarer und immer wacher die lichte Seite zu sehen und aus ihr alle Kräfte zu schöpfen, die wir nur je brauchen können. Nicht, weil unsere Freiheit tut es keinen Abbruch, auch viel, viel Höheres, als wir noch aus unserem eigenen Ich schaffen können, von oben aus Freiheit anzunehmen. Das Wichtige ist aus Freiheit heraus. Und die geistige Welt, die über uns steht, die Engelhierarchien, auch ein Michael oder so, er wird nicht den kleinsten Finger, kann man nicht sagen, rühren, aber ich weiß nicht, den kleinsten Flügelschlag rühren oder wie immer ich das ausdrücken soll, um so ein Bild zu fassen, um uns gegen unseren Willen zu helfen. Wenn wir nicht wollen, muss er sich zurückhalten. Engelwesenheiten, die sich nicht daran halten, zählen schon zu den Widersacherkräften. Also nehmen wir an, irgendeine Engel- oder Erzengelwesenheit denkt, na, aber da ist die arme Menschheit, ich darf zwar nicht eingreifen, aber ich weiß ja, wie ich ihnen helfen kann und ich tue es. Abgesehen davon, dass sie die Freiheit nicht haben, also die wirklichen haben es nicht, die wirklichen höheren Hierarchien, dann ist es mit Sicherheit irgendeine luziferische Wesenheit. Dann ist es ein luziferischer Engel, zumindest. Oder es ist ein arimanisches Wesen. Und die arimanischen Wesenheiten, die stehen auf der gleichen Rangstufe wie die Erzengel. Und sind in manchen Kräften durchaus stärker.
Nicht wahr? Also die avimanischen Wesenheiten, viele von ihnen zumindest, sind eigentlich in Wahrheit sogar zurückgebliebene Urengelwesenheiten. Ursprünglich. Es sind also Urengelwesenheiten, die mit vielen ihrer Fähigkeiten so weit zurückgeblieben sind, dass sie nur mehr als Erzengel einzustufen sind, aber sie haben bestimmte Fähigkeiten der Urengel in sich und die sind stärker als die der regulären Erzengel. Daher zum Beispiel die avimanischen Gegengeister zu Michael etwa, um dieses ganz prominente Beispiel zu nehmen, die dunkle Seite ist stärker als der Michael. Der Herr Michael konnte den Drachen nicht wirklich besiegen. Er konnte ihn nur auf die Erde stürzen. Und wir sagen Dankeschön, jetzt haben wir ihn. Wir können. Wir können das, was der Michael nicht kann. Wir können es. Im Prinzip auf jeden Fall. Wir müssen es nur wollen. Es kann uns niemand zwingen dazu, aber wir können es aus Freiheit, wenn wir den Mut aufbringen, uns ja im Grunde völlig mit dieser Kraft zu verbinden und sie völlig mit unserem Ich zu durchdringen. Sich sozusagen ganz als Ich dieser Wesenheit, dieser Widersacherwesenheit, sich ihr hinzugeben, sich ihr zu schenken, ohne sich dabei aufzugeben. Das ist das Interessante. Dann wird diese Kraft durchlichtet. Dann wird diese Kraft durchlichtet. Der Michael kann das nicht. Es können die Menschen, die sich sozusagen, ja, wie soll ich sagen, bildlich gesprochen in den Schlund des Drachens werfen. Und die Folge ist, dass der Drache von innen heraus durchlichtet wird. Und mehr noch, dass diese Widersacherwesenheit damit teilhaftig wird des Freiheitsprinzips, das durch das menschliche Ich gegeben ist. Das heißt, die erlösten Widersacher werden die ersten sein nach dem Menschen, die der Freiheit, denen die Freiheit zugänglich wird. Und das ist die große Aufgabe der Menschheit überhaupt, diese Freiheit nach und nach zu allen Wesen hinzutragen. Und manche werden es annehmen wollen, manche werden es nicht annehmen wollen. Bei den regulären Widersacherkräften kann uns das überall gelingen. Ich meine, es kann uns der Drache natürlich auch zurückstoßen und sagen, ich will dich nicht verschlucken. Aber dann muss er sich auch von uns zurückziehen. Das ist nämlich die andere Seite. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind stark genug und er ist offen genug dazu, bereit uns zu verschlingen, trotz des Lichtes, das wir ausstrahlen. Oder er spuckt uns sozusagen aus oder lässt uns gar nicht zu sich herein, dann trennt er sich, aber dann kommt er auch nicht mehr an uns heran. Dann zählt er also zu den Wesenheiten, die ausgeschieden werden. Die ausgeschieden werden aus der regulären Entwicklung. Also gerade bei den Widersacherkräften, die sich eben aus den Engeln, Erzengeln, Urengeln rekrutieren, also Engel, luziferische Erzengelstufe, die avimanischen und Urengelstufe, die asurischen Kräfte, die also insbesondere dann sehr zurückgebliebene Elohim eigentlich sind. Oder gleicher Rangstufe, Geister der Form. Daher haben sie eine starke Macht über das Physische zum Beispiel, über die Gestaltung des Physischen. Und da können sie eben gerade beim Menschen sehr stark hineinspielen, gerade jetzt in unserer Zeit, das Physische des Menschen so zu beschädigen, dass die Freiheit zurückgedrängt wird. Aber das geht nur, wenn wir mitwirken in dem Sinn, dass wir halt
das Bewusstsein unserer Freiheit versäumen, aus eigener Kraft zu entwickeln. Sie können es uns nicht rauben, wenn wir es nicht zulassen. Aber sie verführen uns halt sehr stark dazu, auf die Freiheit gerne zu verzichten, vor allem wenn man immer dabei sagt, ja, ich bin frei, ich mache, was ich will. Und nicht die wirkliche Freiheit ergreifen. Das heißt, schöpferisch etwas Neues der Welt zu geben. Nur dort ist wirkliche Freiheit da. Und ich habe schon gesagt, das ist möglich in jeder menschlichen Begegnung, in der Begegnung mit der Natur. Wenn wir nur einen Blick auf eine Blume werfen, kann diese schöpferische Freiheit drinnen sein. Also es ist eigentlich, unter Anführungszeichen, keine große Hexerei. Im Kleinen kann man es tun und wir tun es auch. Und wir tun damit genau das, von dem ich so oft schon gesprochen habe, dieses Schaffen aus dem Nichts heraus. Es war ja oft die Frage, ja, aber wie tut man denn das eigentlich? Da spricht er immer davon, ich soll aus dem Nichts schaffen. Wie tue ich das? Wir tun es aber noch nicht mit genügendem Bewusstsein, wahrscheinlich viele von uns, tagtäglich. Es geht jetzt nur darum, sich dessen, was wir ohnehin immer wieder tun, bewusst zu werden. Dann ist es eine ganz freie Tat. Dann wird es eine wirklich ganz freie Tat, aber wir sind auf dem Weg. Es ist unser Ich tätig, unser wirkliches höheres Ich in uns tätig, aber unser kleines Ich lässt halt noch nicht zu, dass das alles ins Bewusstsein hereinkommt. Und daher müssen wir ein Bewusstsein einmal kriegen für dieses kleine Ich auch. Und dazu gehört halt der ganze große, dunkle Teil dazu. Und je mehr wir da hineingehen, uns dessen bewusst werden, praktisch im gleichen Gegenschlag dazu, wird uns immer mehr von der lichten Seite unseres Ichs bewusst. Das heißt, das, was unser großes Ich zunächst einmal nur draußen erlebt werden kann, oder im ganz großen Sinn eigentlich im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, in der Weltenmitternachtstunde, da ist es pur nur mehr dieses große kosmische Ich, ja fast überkosmische Ich, möchte ich sagen. Aber damit wir es wirklich in Freiheit ergreifen können, müssen wir nicht nur in die Inkarnation hineingehen, sondern es gehört eben wirklich die volle Nachfolge Christi dazu, dieses abgestiegen in das Reich der Toten oder abgestiegen in die Unterwelt, abgestiegen in diesen Abgrund, der hinunterführt bis zu den soratischen Wesenheiten. Bis dorthin, also sogar bis über die Grenze der eigentlichen Widersacherkräfte im engeren Sinn hinaus zu diesen irregulären soratischen Wesenheiten, die also so ganz Querschläger sind. Und die können wir weder erlösen noch sonst was, wir können sie wohl auch nicht von ihrem Weg abbringen. Niemand hat darauf Einfluss, auch der Christus nicht, auch die Gottheit als solche nicht, die gehen ihren Weg. Sie wurden zu ihrer Aufgabe auch nicht bestellt, sie sind also in gewisser Weise völlige Irrläufer in unserem Entwicklungszyklus drinnen, aber wir können uns auf jeden Fall frei halten von ihnen. Oder uns ganz mit ihnen verbünden. Diese beiden Möglichkeiten stehen uns offen. Und die soratischen Wesenheiten sind halt die uns damit verführen, dass sie uns also gewaltige Macht geben. Und diese Macht ist etwas, die wir dann also unmittelbar im Astralischen haben, die wir aber auch haben in den Ätherkräften drinnen und die also namentlich dann in der nächsten Kulturepoche noch viel stärker als jetzt, aber beginnend schon jetzt in unserer Kulturepoche eingesetzt werden können, um Menschen oder die Natur, andere Wesen, ja im weitesten Sinne krank zu machen. So wie sich entwickelt der hygienische Okkultismus, wenn man es so nennen will, als ein Heilen aus dem seelisch-geistigen heraus. Wenn man über diese Kräfte verfügt, aber sie falsch anwendet, das heißt nicht im Sinne der Freiheit anwendet,
dann werden sie eben krankmachende Kräfte. Es sind genau die gleichen Kräfte. Das wusste man schon in alten Zeiten, nur konnte man es da noch nicht so aus dem schöpferischen Ich heraus wirklich selbst entwickeln, aber man konnte sie handhaben. Man wusste, wer heilen kann, kann auch krank machen. Wer die Kenntnisse des Heilens hat, hat die Kenntnis auch darüber, willkürlich Krankheiten zu erzeugen. Also man kann beides tun. Und die Menschheit spielt mit dem immer wieder. Nicht erst in unserer Zeiten, aber in unseren Zeiten halt, so wie es unserer Zeit entspricht, halt auf vielfach auch technisch-wissenschaftlichen Weg, auf äußerem Weg Kräfte zu wecken, wieder Kräfte zu wecken, die so durch kein anderes Wesen als den Menschen geweckt werden könnten, muss man dazu sagen. Aber in der Zukunft wird es viel weiter gehen noch, eben es wird nicht nur die äußere Zerstörung sein, weil natürlich für uns im Erdenleben ist es ganz schlimm, jetzt wird mir eine Krankheit sozusagen zugeworfen, die mich letztlich zu Tode bringt. Nehmen wir mal das an. Aus einer höheren Sicht gesehen ist das noch das Harmloseste. Viel, viel schlimmer ist es, wenn eine Schädigung bis in die Ätherkräfte hineingeht, bis in die Seelenkräfte hineingeht. Und mit dem werden die Widersacher in der Zukunft verstärkt arbeiten. Eine Folge wird dann auch eine äußere Erkrankung unter Umständen sein, unter Umständen auch gar nicht, sondern ein sehr angenehmes Leben vielleicht da sein, aber ein Leben, wo eine Krankheit insofern entsteht, als alles dazu getan wird, dass der physische Leib des Menschen ungeeignet wird, ein freies Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Das wird also ein ganz großer Zielpunkt, namentlich der asurischen und saratischen Wesenheiten sein, dass sie das anstreben. Dass der physische Leib des Menschen so verhärtet, so verändert wird, dass einfach die Entwicklung eines freien Ichs nicht mehr möglich ist mit einer solchen Verkörperung. Und wir wissen ja schon, es geht nur in der Verkörperung. Also ich kann mit dem besten Willen hereinkommen, aber wenn dann unten nur mehr Verkörperungsmöglichkeiten sind, die nicht geeignet sind, ein freies Ich-Bewusstsein zu entwickeln, dann steht die Menschheit vor einer sehr, sehr großen Herausforderung. Und an dem arbeiten aber die namentlich saratischen und asurischen Kräfte ganz, ganz stark. Muss man sehen, ich meine, und wir können ihnen nur dadurch Paroli bieten, dass wir ein starkes, freies Ich-Bewusstsein entwickeln, weil darin liegt die Kraft, bewusst am physischen Leib zu arbeiten. Immer bewusster. Ich meine, das Endziel werden wir erst dann noch 3 weiteren kosmischen Inkarnationen erreichen, aber es beginnt jetzt. Das sind die Auferstehungskräfte, die drinnen sind. Also wir setzen diesen saratischen Impulsen, asurisch-saratischen Impulsen entgegen die Auferstehungsimpulse, die durch den Christus in die Menschheit hineingekommen sind. Das sind die Gegenkräfte dazu. Also dieses Heilmittel sozusagen letztlich selbst zu erschaffen, mit Hilfe des Christus, mit Hilfe der Vatergottheit sogar, weil auch der Christus konnte es nicht ohne der Vatergottheit oder ohne jenes Aspektes der Trinität, die heute als Vatergottheit bezeichnet wird, die bis ins Physische eingreifen können. Wir haben aber dann den Christus als Hilfe, der im Ätherischen tätig sein kann, der uns unterstützt dabei. Und wir selber müssen im Seelischen arbeiten. Und daher das ganz Wichtige, hineinzuschauen als erstes, was ist da alles Dunkles drinnen. Das ist das Gebot der Stunde. Und also das ist wirklich ab jetzt, spätestens ab jetzt, wir sind eigentlich schon verspätet dran, also ein ganz großes Ziel und das heißt die Begegnung mit den dunklen Mächten.
Schritt für Schritt. Und ich, ich danke meinem Schicksal, muss ich sagen, das erste geistige Erlebnis, das ich hatte, war die Begegnung mit dem Doppelgänger. Und die war dermaßen niederschmetternd, dass das also das ganze Weiterleben prägt, so eine Erfahrung. Zu sehen, was da alles aufzuarbeiten ist. Und dass das klarerweise nicht in einer Inkarnation zu machen ist, sondern dass das noch einige braucht. Und auch also zu sehen, dass aber diese Kräfte, die mit diesen Verfehlungen aus der Vergangenheit aber zusammenhängen, das ist ja, wäre ja noch unter Anführungszeichen einfach, wenn man sagt, na gut, das ist jetzt ein Pinkel, den schleppe ich mit, aber der ruht halt da irgendwo im Untergrund. Nur der Punkt ist, er ruht nicht im Untergrund einfach. Ja, an unsere Bewusstseinsoberfläche kommt er nicht, aber es kann als Kraft jederzeit geweckt werden, was da dahinter steckt. Und darum sagt der Rudolf Steiner, jeder Mensch, der heute im Bewusstseinsseelenzeitalter auf Erden lebt, ist zu den unausdenklich schrecklichsten Dingen möglich, fähig, die man sich nur irgendwie ausdenken kann. Jeder. Jeder. Das heißt, jeder hat das Potenzial, ganze Völkerschaften in die Vernichtung zu führen zum Beispiel. Menschen seelisch zu zerstören. Und es wurdelt in uns gerade nur so, diese Kräfte unten. Und es ist in uns ein gewaltiger Zerstörungsherd, der da drinnen ist. Wir müssen ihn haben, wir brauchen ihn auch. Wir kommen gar nicht drum herum. Es werden auch genau die Kräfte sein, die uns letztlich einmal helfen, wenn die Erdentwicklung vollendet ist, die ganze Erde aufzulösen. Und was wir nicht auflösen können, also das heißt letztlich aus dem physischen, aus dem ätherischen, sogar aus dem seelischen Dasein zu stoßen, zu vergeistigen und dann auf eine so hohe geistige Stufe zu heben, dass es wirklich selbst für einen hochentwickelten geistigen Blick verschwindet. Also das heißt, aufsteigt in ganz, ganz hohe Weltsphären, also das heißt, das, was manchmal genannt wird, die Welt der Vorsehung, wobei ihr wisst, Vorsehung heißt nicht, dass wirklich jetzt einzelne Ereignisse so laut Plan ablaufen, das ist damit nicht gemeint. Aber es ist jedenfalls ein hoher Weltbereich, der im Grunde die Übersicht jedenfalls hat auf das, was für das Erdgeschehen jeweils notwendig ist. Und den Überblick darüber hat, wie weit arbeiten zum Beispiel die Menschen dabei mit oder nicht. Also das heißt, in diesem Bereich Welt der Vorsehung oder dann, was man den Nirvana-Plan auch in der östlichen Diktion nennt. Und dieser Nirvana-Plan hat übrigens 3 Abstufungen noch. Und dann sind wir erst an der Quelle, an der höchsten Quelle oben. Und das heißt, wir müssen letztlich, um überhaupt zu dem neuen Jerusalem zu kommen, wenn wir das wollen, aus der Freiheit heraus. Aber wenn wir es wollen, dann müssen wir mithelfen dazu, die ganze Welt, ja letztlich nicht nur die Erdenwelt im Kleinen, sondern den ganzen Kosmos, der damit verbunden ist, ins Nichts aufzulösen. Auf die höchste Stufe des Nirvana-Plans zu bringen, das ist die höchste Stufe der Vergeistigung. Damit verschwindet alle äußere Erscheinung, also selbst äußere Erscheinung im Sinne von dem, was ein Hellseher erblicken könnte. Zu sehen gibt es dort nichts mehr. Es ist dann dort oben, ja, wie soll ich sagen, reinste, pure Schöpferkraft, bevor sie noch tätig geworden ist oder nachdem sie tätig geworden ist. Es ist sehr schwer auszudrücken. Will ich mir jetzt gar nicht zu viel verbreiten, weil das ist ein Thema für 10 Vorträge mindestens oder noch mehr. Aber jedenfalls jenseits selbst dessen, was wir als das Devachan bezeichnen zum Beispiel, also
Man spricht oft im anthroposophischen Zusammenhang vom unteren Devachan. Es kommt eher aus dem Indischen die Bezeichnung, wir sagen auch untere geistige Welt und obere geistige Welt. Ja, da ist noch lang nicht aus. Bis dorthin, wenn man bis dorthin schauen kann, Bewusstsein haben kann, ist man als Mensch schon sehr, sehr weit. Ist man schon sehr, sehr weit. Und nur sehr hohe Eingeweihte blicken weiter. Das heißt in die Welt der Vorsehung oder eben auch dann bis in den Nirvana-Bereich hinein. Aber dann ist eben die Voraussetzung dazu, dass wir wirklich dann zur Buddha-Würde aufgestiegen sind. Das heißt, eine irdische Verkörperung für unsere Entwicklung nicht mehr brauchen. Bevor wir das nicht haben, bekommen wir kein Bewusstsein für den Nirvana-Plan, für keine der Ebenen dort. Und das sind immerhin auch nur 3 Ebenen, die wohl sehr unterschiedlich sind. Und die man ja, als heutiger Mensch wohl nur sehr vage erfassen kann. Aber von dort kommt unser wirkliches Ich. Von der obersten Spitze dessen. Nur wir sind uns halt dessen noch nicht wirklich bewusst. Ich meine, wenn wir gut in der geistigen Entwicklung sind, dann fangen wir mal an, irgendwo im oberen Devachan, dass einmal was zu dämmern beginnt, was unser Ich wirklich ist. Und das Wichtige ist aber, letztlich einmal hier ist auf Erden während der Zeit, die wir noch haben an Inkarnationen hier, das im Bewusstsein mit unserem kleinen Ich, mit unserem Ich in seinen Schranken zu erfassen. Und das ist ein weiter Weg noch. Das ist ein weiter Weg noch, weil was wir jetzt an Bewusstsein haben und was für uns so das ganz normale Bewusstsein eben ist und auf das wir recht stolz sind, das ist so ein Futzel von dem, was es werden muss. Wenn wir nur diese Stufe erreichen wollen, dass wir bis an die Grenze des oberen Devachans kommen. Aber das reicht also nicht am Bewusstsein, um wirklich ganz hinüberzukommen, dann in die nächste kosmische Entwicklungsstufe. Dazu müssen wir schon weiter hinaufkommen. Also, aber es sollten zumindest genügend Menschen während der Erdentwicklung so weit kommen, dass sie mit ihrem Bewusstsein wenigstens bis an die obere Grenze des oberen Devachans, also der oberen geistigen Welt kommen. Und die Entwicklung wird schnell vorangehen müssen. Und sie geht aber voran nur im Wechselschlag zu dem, wie weit wir bereit sind, hinunterzusteigen. Das Licht nach oben wird eben nicht mehr dadurch kommen, dass es uns von oben geschenkt wird, sondern indem wir es uns erringen, indem wir die Willenskraft, die Festigkeit des Ich aufbringen, da hinunterzusteigen. Also das Paradoxe ist, und das ist eben das, was so schön der Dante letztlich geahnt hat irgendwo, der Weg zum Licht führt, indem ich hinuntergehe. Und dann durch die tiefste Dunkelheit durch, dann weitergehe, aber noch, weil ich jetzt ja mitnehme, diese ganze Bürde, die ich mit mir trage, die ist ja deswegen noch nicht weg. Dass ich die erst läutere, ich brauche also erst den Weg, mir hinunterzugehen, mir bewusst zu werden, was trage ich selber mit mir mit, was ist überhaupt in der Welt an dunklen Kräften vorhanden. All derer muss ich mir bewusst werden. Und wenn ich mir aller bewusst geworden bin, bis hinunter wirklich zu den soratischen Wesenheiten, auch wenn der Dante die nicht gesondert erwähnt, aber letztlich geht es darum, wenn ich nicht bis dort hinuntergehe, mit meinem Erdenbewusstsein, das Interessante ist ja, die Schilderung der göttlichen Komödie ist ja so, dass er als irdischer Mensch dort durchgeht. Das heißt, mit seinem Erdenbewusstsein, das nimmt er mit. Es ist nicht einfach ein abgehobenes, hellseherisches Bewusstsein oder ein Betrachten dieser dunklen Welt von oben irgendwo, sondern er trägt immer sein waches Erdenbewusstsein mit, bis
ganz hinunter. Bis ganz hinunter. Und dann fängt erst die große Aufgabe an, jetzt läutere deinen Astralleib, jetzt läutere dich von deinen ganzen Verfehlungen, arbeite die alle auf. Das ist ein weiter Weg bis hinauf. Und dann sind wir endlich so weit, dass wir da oben stehen und dann kommt erst die Entscheidung, kommen wir wirklich weiter? Oder was eben nur der Fall ist, wenn wir dem höchsten Ansturm der Widersacherkräfte, nämlich letztlich der geballten Macht aller Widersacherkräfte, aber mit dem größten Impuls der saratischen Kräfte, ob wir dem dann, wenn wir vollkommen geläutert sind, dort oben, dann kommt der Frontalangriff, oben, auf der Spitze des Läuterungsberges. Das heißt, dort, wo ein Eingeweihter seine Vollendung erreicht hat, also bereit ist aufzusteigen im Grunde zur Buddha-Würde, dort lauert in der Zukunft die größte Gefahr. Und die Bewältigung dieser Klippe sozusagen, es gibt nur einen Weg im Grunde, wie das bewältigt werden kann, indem ich bereit bin, mich sozusagen in den Schlund dieses Drachens oder dieser multiplen Drachen zu werfen. Und vertraue auf meine Ich-Kraft, dass die diese Wesenheiten durchleuchtet. Das wird also, oder kann gelingen, werden wir sehen, aber kann gelingen eben mit den luziferischen, mit den arimanischen, mit den asurischen Wesenheiten. Und eine Schlacke wird ausgeschieden, die mit den saratischen Wesenheiten zusammenhängt. Auf das haben wir keinen Einfluss. Das ist sozusagen, wie soll ich sagen, der Verdauungsrest, der dann überbleibt. Aber es wird eigentlich der Drache überwunden und es bleiben nur seine Verdauungsreste übrig, so als Bild jetzt genommen irgendwo. Und das ist eigentlich die Prüfung, durch die wir jetzt ganz am Ende durchzugehen haben. Und letztlich, wenn ich es jetzt weiter betrachte, die Perspektive, ist es nicht am Übergang jetzt von unserer Erde zum neuen Jerusalem. Da ist natürlich ein wesentlicher Schritt dazu notwendig, aber dort ist es eben noch nicht endgültig, sondern endgültig ist es, dann erst darüber haben wir gesprochen, nicht einmal auf dem neuen Jerusalem, sondern erst auf der folgenden kosmischen Verkörperung unserer Erde. Eben, was Rudolf Steiner nennt, die neue Venus. Da wird die Liebe eine ganz, ganz starke Kraft sein. Ich meine, sie wird schon im neuen Jerusalem, also im neuen Jupiter, eine Naturkraft sein, aber sie wird noch eine viel größere Bedeutung auf der neuen Venus haben. Und dort haben wir ja darüber gesprochen, also das ist der 6. kosmische Entwicklungszustand, im 6. Unterzustand und dort noch einmal im 6. Unterzustand. Dort ist die letzte Prüfung. Wer dort es, manche schaffen es vielleicht schon früher, aber wer dort es noch schafft, sich sozusagen voll beherzt aus seiner Ich-Kraft heraus in den Schlund des Drachen zu werfen, der besteht die Prüfung, besteht die Aufgabe. Und hat den Nebeneffekt, dass damit auch die Widersacherkräfte außer den saratischen, eben die Exkremente des Drachens, wenn man so will, aber der Rest des Drachens wird durchlichtet. Zumindest ist halt jeder Drache, den seiner mitschleppt mit sich. Weil der große Drache setzt sich zusammen aus den kleinen Drachen sozusagen, die jeder mitbringt. Weil dieses Tier auch, also mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern, das ist ein großes für die ganze Menschheit, aber auch ein kleines, das jeder mit sich trägt. Wir tragen jeder unser Tier mit uns. Und das zweihörnige Tier, also das für die saratischen Wesenheiten steht,
das können wir nicht beeinflussen, aber es besteht die Gefahr, dass wir uns ihm anschließen. Wir können es nicht durchleuchten, aber wir können uns schon vereinigen mit ihm, aber dann eben nicht im Sinne des es zu durchlichten und zu erlösen, sondern dann mit Haut und Haar diesen Weg zu gehen. Das heißt also Teil, ein kleines zweihörniges Tier zu sein im Schoße dieses riesigen zweihörnigen Tieres, wenn man es als Bild gebrauchen will. Und damit eine neue kosmische Entwicklung anzustoßen, aber das ist eben diese sogenannte 8. Sphäre. Und über diese Dinge wird in der Apokalypse sehr deutlich gesprochen. Ich möchte euch das jetzt einmal vorlesen. Wir stehen ja im 17. Kapitel drinnen, wo sich die Lage immer mehr zuspitzt. Wir haben schon einiges gelesen, also es geht hier weiter die Geschichte mit der Hure Babylon. Die Hure Babylon steht eben gerade für alles das, was an verdorbenen astralischen Kräften letztlich im Menschen, in der Menschheit, in der Erdensphäre vorhanden ist. Da ist sie das Bild dafür. Und sie reitet eben, na klar, auf dem Tier mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern. Dieses Tier, also vor allem einmal die 7 Häupter, wir haben schon mal darüber gesprochen, was sie bedeuten. Man kann das natürlich auch wieder in sehr verschiedener Weise wählen, aber jedenfalls sind damit 7 Entwicklungsstufen gemeint. Also wir haben das damals davon gesprochen, es sind also 7, die Häupter sind etwas, was im Ätherischen veranlagt ist, was im Ätherischen gebildet wird. Aber letztlich kommt es aus dem Seelischen heraus, aber im Ätherischen werden sozusagen Köpfe gebildet. Und wenn die Köpfe dann, wenn das dann weitergeht, sich bis ins Physische hinein manifestiert, dann werden Hörner daraus letztlich. Also es ist eine Entwicklung, die aus dem Geistigen natürlich letztlich kommt, über Seelische geht. Das Seelische drückt sich im Ätherischen ab, dort werden die Formen gebildet in Form dieser 7 Häupter. Und wenn es jetzt ins Physische hineingeht, werden daraus 10 Hörner. Wieso jetzt plötzlich 10? Man würde jetzt denken, ja, jetzt kommt es aus dem Seelischen, gut, jetzt sind 7 Häupter im Ätherischen eigentlich, warum werden nicht 7 Hörner daraus? Warum gerade 10? Weil logisch wäre vielleicht noch, wird man sich denken, ja 14 Hörner. Gut, also 7 Häupter, jedes hat halt 2 Hörndeln, aber oder sind es Einhörner? Nein, Einhörner geht auch nicht, dann wären es wieder nur 7 Hörner. Also wieso sind es 10? Der Grund ist, dass sie sich physisch in 2 Varianten ab einem gewissen Zeitpunkt realisieren. Es hängt damit zusammen, dass das Bild also konkret zurückgreift auf die Entwicklung, wie sie seit der atlantischen Zeit erfolgt ist, wo sich der Mensch in seiner heutigen Gestalt erst allmählich entwickelt hat. Und dafür stehen die 4 Sphinxtiere zunächst einmal. Also das heißt der Stier, der Löwe, der Adler und letztlich das Menschenantlitz, das daraus entsteht. Dann ist er angekommen beim Menschsein. Also da gehen wir weit in die atlantische Zeit zurück, wo der Mensch erstmals, in annähernd unserer Gestalt aufgetreten ist, aber auch noch nicht so ganz. Es ist noch immer so ein bisschen im Ätherischen zurückgehalten, weil wenn er dann wirklich so ganz physisch erscheint, wie erscheint er denn da? Als Manderl und als Weiberl, als Männchen und als Weibchen. Geschlechtertrennung. Aber das ist ab dem Moment, wo es wirklich jetzt in die dichte Physis hineingeht. Und das heißt, ich habe den Stier, ich habe den Löwen, ich habe den Adler, das sind alles Köpfe im Ätherischen. Dann kommt das Menschenantlitz,
das ist auch noch ein Kopf, der ist auch noch nicht. Aber jetzt kommen 3 weitere Häupter, die, wenn sie ins Physische gehen, jetzt nicht in einer Gestalt auftreten, sondern immer männlich, weiblich, männlich, weiblich. So, jetzt zählt es einmal zusammen. Wir haben 3, die doppelt erscheinen, nämlich männlich und weiblich, also 6. 6 Hörner, und vorher haben wir 4, eben also den Stier, den Löwen, den Adler und das Menschenantlitz, die jeweils nur in einer Gestalt da sind. Da spielt die physische Trennung noch keine Rolle. Und damit haben wir dann insgesamt die 10 Hörner. Also die Hörner sind das, was bis ins Physische verhärtet ist, also wirklich ins Physische hineinsteht, ist aber das Entscheidende für die Ausbildung des Ich-Bewusstseins. Also gerade diese vielen Hörndeln sind notwendig für die Ausbildung des Ich-Bewusstseins. Daher ganz wichtig eben auch für die Ausbildung des Ich-Bewusstseins die Geschlechtertrennung. Ganz wichtig, dass da sozusagen schon von Natur aus eine Beziehung da ist zwischen 2 Formen des Menschseins, die zusammenfinden müssen in irgendeiner Weise. Und was nicht immer so ganz leicht ist. Und die zusammenfinden müssen, wenn sie in Liebe zusammenfinden sollen, nicht nur durch den Instinkt oder Trieb, ja notwendig ist dazu, dass sie sich verbinden bis ins Ätherische hinein. Also sicher physisch auch die Vereinigung da ist, aber das Wesentliche ist die Vereinigung im Ätherischen. Dort ist erst die wirkliche Liebe da, wo sie ein gemeinsames Ätherisches bilden, eigentlich eine Äthergemeinschaft bilden. Das Musterbild jeder zukünftigen Gemeinschaft in Wahrheit auch. Das galt für die alten Gemeinschaften in gewisser Weise, wo es übers Blut ging, aber heute wird es immer wichtiger, dass namentlich also diese ätherische Gemeinschaft, das ist die Grundlage des sozialen Wesens überhaupt, des aus der Freiheit entwickelten sozialen Wesens. Überall, wo was Soziales lebt, nicht umsonst spricht der Steiner vom sozialen Leben. Das Wort Leben darin ist was Entscheidendes, weil wo das wirklich funktioniert, ist es ein Lebensstrom. Das wird die Grundlage sein, auch für den hygienischen Okkultismus im Übrigen in der Zukunft. Weil hier ein gemeinsames Lebensfeld gebildet wird. Das heißt, es ist auch dann gar nicht so, die Heilung passiert, aha, da kommt jetzt der besondere Heiler, der so einen wohltuenden Einfluss hat. Das eigentliche Ziel ist, dass die Gesellschaft, die Gemeinschaft als solche, die soziale Gemeinschaft, das Heilende schlechthin ist. Da sind wir noch ziemlich entfernt davon. Wir haben heute oft sehr viel krankmachende Kräfte in der sozialen Gemeinschaft, weiß ich nicht, ob man es da nennen kann, in der sozialen Zerrüttung. Und weil wie viele negative Kräfte da auch sein können drinnen. Und auch sein können, wo alles gut gemeint ist. Aber weil jede Gemeinschaft heute noch, also auch wenn es eine kleine oder ein bisschen größere ist, ja immer noch das Bewusstsein haben müsste, ja, da ist aber die ganze Menschheit. Und die Gemeinschaften, wie soll ich sagen, definieren sich heute zwangsläufig noch, ist aber auch notwendig, durch ihre Abgrenzung gegenüber dem anderen. Wir sind anders. Wir machen das so und ja, viel besser natürlich als ihr. Ist eh klar. Aber da ist eine notwendige Trennung, die aber auch überwunden werden muss. Es ist immer beides drinnen. Und das heißt, wir werden auch immer akzentuierter die Trennung setzen, aber zugleich auch die Brücke wieder darüber bauen. Wir brauchen immer die Trennung, um uns bewusst zu werden, was ist das Besondere, jetzt nicht nur dieses Einzelwesen, sondern dieser Gemeinschaft.
Und was darf da hinein und was darf nicht hinein? Und das muss eigentlich sehr streng sein. Also wenn heute geträumt wird vom Weltfrieden oder sonstigen, muss uns klar sein, dass der Weg so einfach nicht gehen wird, dass der Weltfriede da ist. Wir müssen zuerst einmal den Frieden mit uns selber schaffen, das heißt einmal in Einklang kommen mit den widerstrebenden Kräften in uns selbst. Bevor wir das nicht angegangen sind, ganz bewusst, wird alles scheitern. Aber der nächste Punkt ist, ja, wir bilden jetzt endlich einmal wirklich so eine lebendige Gemeinschaft, aber da sind ganz andere Menschen, andere lebendige Gemeinschaften rundherum und wir können sie eigentlich nur ausbilden in Abgrenzung zu diesen. Solange wir sagen, naja, ist eh gut, was ihr auch macht und was ihr macht, einfach so, ja, können wir uns ja gleich zusammentun am besten, wird nicht funktionieren. Wird den geistigen Impuls, der in einer zunächst kleinen Gemeinschaft wachsen und reifen muss, wird ihn zerstören. Wenn ich sage, also, ja, wir sind ja eh alle im Geiste eins, tun wir uns doch zusammen, ist ja ganz wurscht, nehmen wir was Buddhistisches rein, was Taoistisches und sonst was und aus der Religion eine Gemeinschaft aller Bekenntnisse und esoterischer Strömungen muss doch das Ideal sein. Dann ist es Sprengstoff. Das ist Sprengstoff, der den Widersachern in die Hände arbeitet. Also man muss sehr vorsichtig sein dabei und genau ein Bewusstsein entwickeln, was lebt ganz in unserer konkreten Gemeinschaft, in der wir das tun. Also was lebt von mir aus jetzt, wenn man es jetzt auf die Anthroposophie umlegt, was lebt in unserem kleinen Zweig einmal, der sich unterscheiden muss von anderen Zweigen, seiner inneren Natur nach. Und erst wenn die dann zusammenfinden können zur größeren, einer wirklich anthroposophischen Gemeinschaft im umfassenderen Sinn, dann wird es funktionieren. Aber wir müssen einander akzeptieren in der Andersartigkeit. Und die muss klar zu Bewusstsein kommen. Das heißt also zu sagen, naja, sind wir uns eh neun einig. Und sind es aber in Wahrheit nicht. Weil jede dieser Gemeinschaften was Eigenes entwickeln sollte, um eben möglichst viel dann zum späteren großen Ganzen beizutragen. Dann wird es nicht funktionieren. Dann wird es eher zur Zersplitterung, nicht nur sowieso das Gemeinsame kommen, das sich gar nicht bildet, sondern es wird auch dann womöglich rückwirken und auf die kleinen Gemeinschaften zersplitternd wirken. Weil die gegeneinander dann. Das wird sicher nicht jetzt so ein äußerer Kampf mit Dolch und Pistole oder sowas sein, aber es ist eine seelisch-geistige Auseinandersetzung, die da ist. Auseinandersetzung im guten Sinne kann es ja sein, dass man bewusst ist, dass man etwas andere Wege geht. Und das liegt ja auch daran, dass sich in solchen Gemeinschaften Menschen versammeln, die ganz unterschiedliche Wege in der Vergangenheit gemacht haben. Und gut wird eine geistige Gemeinschaft als kleine Gruppe sein, wo möglichst unterschiedliche Menschen dabei sind. Das ist die erste Hürde nämlich. Jetzt angenommen, es kommen alle, die in einer bestimmten Klostergemeinschaft sich in der früheren Inkarnation befunden haben, vielleicht sogar noch in einem und demselben Kloster und wir bilden jetzt einen Zweig, einen anthroposophischen Zweig. Gibt es ja viele Zweige, die fast ausschließlich aus solchen Klostergemeinschaften sich resultieren in einer früheren Inkarnation. Die verstehen sich ja recht gut, irgendwie auch mit allen kleinen Hickhacks, die es gibt, wie es halt in Klostergemeinschaften üblich war. Läuft ja auch nicht alles immer Wonne-Waschtag, aber doch, man zieht irgendwo am gemeinsamen Strang. Aber dann ist man natürlich ganz was anderes als die andere Klostergemeinschaft. Und es reibt sich schon wieder. Und der Punkt ist, wenn einem das halt nicht bewusst ist, kann sehr viel schief gehen dabei. Da muss man wissen, okay, wir haben eine Aufgabe aus der Vergangenheit, wir erkennen vielleicht hoffentlich irgendwie, da war doch was mal früher, wir blicken auf das zurück und müssen uns vorbereiten, das jetzt auf eine neue Ebene zu heben.
Aber da müssen wir mal intern miteinander zur Wande kommen, uns klar erkennen, welche Gemeinschaft sind wir eigentlich, welchen Ursprung, zumindest von der Richtung her haben wir. Es gibt auch andere Gemeinschaften, die aus anderen Richtungen kommen, klar. Aber es sind klarerweise häufig viele Menschen in der anthroposophischen Bewegung drinnen, die halt aus früheren christlichen Gemeinschaften kommen, die also schon eine christliche oder vielleicht sogar mehrere christliche Inkarnationen hatten und insbesondere dort, wo halt ein, naja, relativ von der Welt abgeschottetes geistiges Streben möglich war. Und das sind alles Dinge, die wir uns mitbringen, die im Positiven wie im Negativen. Aber es gibt natürlich auch andere geistige Gemeinschaften, sowohl im Anthroposophischen als darüber hinaus, die auch aus einer ganz anderen Richtung herauskommen. Also die zum Beispiel viele Menschen versammelt waren, die noch ein altes Hellsehen, zumindest in der früheren Inkarnation hatten. Also da gibt es viele Mischungen. Und die sollen sich alle in ihrer Eigenart entwickeln können als Gemeinschaft, weil sie aneinander lernen können, ohne jetzt den anderen gegenüber ablehnend zu sein oder was, sondern nur zu wissen, wir haben einen anderen Weg und wir sollen ihn auch gehen und wir dürfen ihn nicht einfach vermischen mit den Zielen der anderen dort, die sie für sich haben. Man kann trotzdem gemeinsame Ziele fassen, aber jede Gemeinschaft hat eine eigene Aufgabe, darum bilden sie sich. Darum ist es nicht einfach eine, wie soll ich sagen, unstrukturierte Gemeinschaft, sondern sie gliedert sich. Und das ist wichtig, also bei diesen Dingen können sehr viele Sachen falsch laufen. Und dessen sollten wir uns heute bewusst werden. Aber gehen wir zurück zur Schilderung der Apokalypse, zu dem Tier, also mit den 7 Häuptern und 10 Hörnern. Ich lese mal ein bisschen was, und weil es vielleicht ein bisschen unverständlich manches davon auf den ersten Blick oder rätselhaft klingt. Wir haben letztens schon gelesen, also früher mal, ich glaube im letzten Vortrag nicht, aber früher mal haben wir schon gelesen davon, also aus dem 17. Kapitel. Wir sind dort stehen geblieben bei der Hure Babylon, und auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben, ein Mysterium. Die große Babylon, die Mutter aller Hurerei und aller Gräueltaten auf Erden. Gut, davon wissen wir jetzt, das sind die ganzen karmischen Verfehlungen und so weiter. Alles, was im Astralischen daneben ist, hängt mit dem zusammen in der ganzen Menschheit. Und es geht dann jetzt weiter. Und ich sah das Weib trunken von dem Blute derer, die dem Geist ergeben sind, und von dem Blute der Zeugen Jesu. Na, Blut hat in dem Fall was ganz stark zu tun mit der Ich-Kraft. Also diese starken Astralkräfte, die saugen an unserem Ich, das sich eben am stärksten im Blut manifestiert irgendwo. Daher dieses Bild mit dem Blut auch drinnen. Daher der Mephisto, der den Pakt, also den der Faust dann mit ihm schließt, muss der Faust mit seinem Blut besiegeln. Und das heißt also, dass er etwas von seiner Ich-Kraft hergibt, in Wahrheit. Um das geht's. Also das wollen diese Widersacherkräfte. Sie wollen über das Blut sozusagen als Bild jetzt genommen an das Ich des Menschen heran. Und nur das Äußere wie bei Mephisto einen Zettel unterschreiben mit dem Blut allein genügt noch nicht. Sondern was der Faust eben nicht aufgibt, ist dieses immer weiter Strebende, bei allen Fehlern. Und er macht wirklich bis zum allerletzten, bis zum 100-Jährigen hin, macht er katastrophale Fehler. Ich meine, letztlich
zum Schluss, nur weil da ein Hütchen von Philemon und Baucis ist mit einem Kapellchen, mit einer alten Bretterhütte, wo immer dieses Glöckchen läutet, das gar nicht harmonisch klingt, das verschandelt ihm sein großes Werk, das er macht, und dann will er ihnen natürlich ein wunderschönes, großes Gütchen großzügig anbieten, und die wollen nicht weg von ihrem Hügel. Und dann beauftragt er halt den Mephisto, geh, schaff sie mir zur Seite, du kennst ja das schöne Gütchen, das ich für sie ausersehen. Nur der Mephisto macht es halt auf anderen Weg. Also wir klopften an, wir pochten an, aber die Türe wird nicht geöffnet. Na, plötzlich liegt die Tür im Haus, also er fällt halt mit der Tür ins Haus, und leider war da einer, der uns bekämpfen wollte, und leider sind halt alle umgekommen in dem Kampf. Zum Schluss brennt die Hütte ab, weil im Kampf ist die Lampe umgefallen und alles tot, und der Mephisto sagt, ja, wir haben sie dir weg, ja, und leider sind ein paar dumme Sachen passiert, aber sowas ist halt. Und der Faust ist dann ganz, ganz schockiert darüber. Aber er hat's gewollt letztlich. Und weil viele Verbrechen wir entstehen aus dem heraus, ja, wir wollen ja eh nur das Beste. Und wir bedenken aber nicht, welche Folgen es hat, wenn der andere dieses Beste gerade nicht haben will. Das ist nämlich der Punkt daran. Weil der Faust will eigentlich für sich das Beste und meint halt, naja, für sie ist es doch auch das Beste, wenn sie ein wunderschönes, prächtiges Gut mit, was weiß ich, Bediensteten und sonst was kriegen, muss ihnen doch besser vorkommen als diese alte Bretterbude dort, die schon uralt und verfallen ist. Aber nein, sie wollen nicht. Und darüber setzt sich der Mephisto dann und letztlich aber auch der Faust hinweg. Weil er will sie zwingen zu ihrem Glück letztlich, in Wahrheit. Also, und da ist er also immer noch den Einflüsterungen, also des Mephisto letztlich unterliegt er ihnen oder den Künsten. Er lässt sich verführen durch den Mephisto. Er benutzt ihn eben immer noch als scheinbar willigen Dienstboten, der aber halt sein eigenes Süppchen natürlich kocht. Und der Faust ist ein Bild des modernen Menschen im Grunde. Und gerade in all den Fehlern, die er macht, es irrt der Mensch, solange er strebt, aber er strebt auch immer. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und hat die Liebe gar von oben an ihm teilgenommen, begegnet ihm die selige Schar mit herzlichem Willkommen. Trotz aller Fehler, ja, genauer gesagt, auch wegen aller Fehler, die er aber durch das Streben, durch das sich nicht aufhalten lassen im Streben, auch begangen hat. Haben wir alle gemacht. Haben wir alle gemacht und werden wir noch eine Weile machen. Also an dem wird es nicht fehlen, aber das Wichtige ist, dass wir es auch erkennen, dass wir unsere Fehler auch erkennen. Das wird das immer Wichtigere sein, dass wir sie erkennen. Und der Faust lernt schon bis zu einem gewissen Grad. Er sieht, dass er Fehler gemacht hat. Aber immer wieder gleich der nächste Schritt ist schon wieder gleich, ach, hinaus darüber, hinaus darüber. Also er ist eigentlich immer bereit für den nächsten Fehler im Grunde. Nur dann, der Tod tritt ein für ihn, dann in dem Moment, wo er dieses Streben, aber jetzt gerechtfertigterweise freiwillig aufgibt im Grunde. Könnte ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, etwa dann will ich gern zugrunde gehen. Das steht im Pakt mit dem Mephisto von Anfang an drinnen, und ganz zum Schluss sagt er, das wäre jetzt sein Reich, dass er das Land, das er dem Meer, dem wogenden Astralmeer eigentlich in Wahrheit, das ist ja alles nicht so äußerlich. Es ist ein Bild für was Inneres. Er hat dem wogenden, tobenden Meer
das heißt diesem astralischen Meer, das von diesen wilden Kräften erfüllt ist, hat ein solides, festes Land abgewonnen, auf dem das Ich wirklich sicher stehen kann. Das hat er ihm abgewonnen. Und darum wollte er auch dieses Hütchen weg, weil das hat die Vollkommenheit seines Landes, das ist noch mit ganz alten Kräften, das Hütchen dort, die waren noch nicht bereit dazu, auf seine Segnungen zu kommen. Und das wollte er nicht zulassen. Darum ist das die letzte Verfehlung, dass er die auch weggeräumt hat. Aber zum Schluss sieht er dann endlich sein vollendetes Werk, also das gestillte Astralmeer, das zum festen Boden geworden ist. Zwar immer gefährdet von dem Meer natürlich, das von außen herandringt dran, aber so liebt er sein Volk. Also stets bereit, also aufzustehen dagegen, das, was da von außen anbrandet. Also er weiß, dass das kein absolut sicherer Boden noch ist, weil rundherum tobt noch das ganze Astralmeer, aber er hat ihm ein schönes Stück Land sozusagen abgewonnen, festes Land, feste Erde abgewonnen. Das heißt, das Ich ist dort wirklich ganz auf den Boden gekommen. Und wenn es das ist, dann kann man es sozusagen erlösen, dann ist er nicht verloren. Dann geht er nicht mit den Weg des Luzifer Ahriman, also des Mephisto, und schon gar nicht weiter zu den sarmatischen Wesenheiten und asurischen Wesenheiten unten, sondern kann er trotzdem erlöst werden. Er wird halt wieder zu einer nächsten Inkarnation kommen müssen, aber er ist es, wer diesem strebenden Impuls treu geblieben ist. Naja, gut. Also jedenfalls diese Widersacherwesenheiten greifen nach dem Blut derer, die dem Geist ergeben sind, und nach dem Blute der Zeugen Jesu. Der Zeugen Jesu, also Zeugen Jesu heißt, dass ihnen das Wirken des Christus oder des Jesus Christus, Jesus ist sogar sehr gut da die Übersetzung, weil es ist der Christus, der Jesus geworden ist, der Erdenmensch geworden ist. Also der selbst diesen Weg durchgemacht hat, der im Jesus Christus geworden ist, wenn man es ganz genau nehmen will. Und also die sind ganz besonders der Angriffspunkt natürlich des Tieres, also die sich nicht nur des eigenen Ichs bewusst sind, sondern ganz bewusst auch sind, dass in diesem Ich und mit diesem Ich, durch dieses Ich, die Christuskraft wirkt, wenn wir es aus Freiheit heraus wollen. Also die wirklich auch diese Durchchristung des Ichs ganz bewusst erleben. Naja, und jetzt, wir werden heute sicher nicht mehr dazu kommen, das alles zu erläutern, was da drinnen steht, also wird es jetzt eher als eine Rätselfrage kommen, aber das war eigentlich von mir schon so angedacht, dass wir es einmal als ein Rätsel stehen lassen. Gut, also, und ich sah das Weib trunken von dem Blute derer, die dem Geist ergeben sind, und von dem Blute der Zeugen Jesu. Als ich das Weib sah, befiel mich eine große Verwunderung, sagt der Johannes als Schreiber dieser Offenbarung. Da sprach der Engel zu mir: Worüber verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis des Weibes sagen und das des Tieres, das sie trägt und das 7 Köpfe und 10 Hörner hat. Und jetzt kommen die noch vielleicht etwas rätselhaften Dinge. Das Tier, das du siehst, ist da gewesen. Es ist jetzt nicht da. Aber es wird von Neuem aus dem Abgrund emporsteigen und dann wird es seinen Untergang finden. Die Menschen auf der Erde, deren Namen seit der Grundlegung der Welt niemals im Buche des Lebens gestanden haben, werden in große Verwunderung geraten beim Anblick des Tieres, das in der Vergangenheit da war, jetzt nicht da ist, aber in der Zukunft da sein wird. Hier spricht der Verstand, der Weisheit hat.
der Verstand, der Weisheit hat. Ja, ich lese sogar noch ein Stückchen weiter. So einmal, dass man ihr müsst euch das nicht alles im Detail merken, wir werden das nächste Mal darauf näher eingehen. Weil es kommen noch sehr interessante Dinge da. Die 7 Häupter sind 7 Berge. Auf ihnen sitzt das Weib. Sie sind zugleich 7 Könige. 5 von ihnen sind gefallen. Einer ist da und einer ist noch nicht da. Wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das da gewesen ist und nicht da ist, ist selbst der 8. König und gehört doch auch zu den 7. Er wird seinen Untergang finden. Der 8. König, der doch zu den 7 gehört. Bei 8 sollte uns schon irgendwas dämmern, womit das zusammenhängen könnte. Naja, und dann geht es noch in der Art, da kommen dann noch ein paar Rätsel weiter, aber die würde ich sagen, werden wir uns für heute sparen. Ich lese euch heute, wir sind heute 9 Minuten vor 9. Ich habe heute vor, mal überpünktlich aufzuhören. Ich lese euch zum Abschied noch einmal den 15. Wochenspruch, weil er im Grunde wie immer eigentlich die Wochensprüche mit unserem Thema zusammenhängt. Es ging ja da am Ende um unser Ich in seinen Schranken. Und da ist der Weg, nämlich mit all dem fertig zu werden, auch drinnen gezeichnet. Das ist die Voraussetzung, was da passiert. Also 15. Wochenspruch. Ich fühle wie verzaubert im Weltenschein des Geistes weben. Es hat in Sinnesdumpfheit gehüllt mein Eigenwesen, zu schenken mir die Kraft, die ohnmächtig sich selbst zu geben, mein Ich in seinen Schranken ist. Also das, was da draußen im und hinter dem Sinnenschein, oder besser, nein, eigentlich innen ist eigentlich fast besser, aber verhüllt durch den Sinnenschein, was dort an Geistigem webt, aus dem ist die Kraft unseres Ichs genommen. Und es geht aber darum, dieses Ich in seinen irdischen Schranken zu fassen und dadurch aufzuwachen. Nur so können wir die Bewusstseinsseele überhaupt entwickeln. Und wenn wir sie einmal entwickelt haben am Physischen, dann können wir sie aufs Geistige, aber in neuer, vollkommen selbstbewusster Art, in völliger Freiheit hinwenden. Das ist die Entwicklung, um die es geht. Und so ein bisschen jetzt auch die Wettersituation, die Klimasituation im Sommer eben, es soll ja heißer werden, auch in den nächsten Tagen, habe ich gehört vorher, dann ist es eine starke Herausforderung, eben erstens draußen wirklich zu ahnen, dieses Geistige, etwas zu spüren davon. Ich sage ganz bewusst nicht es zu denken, sondern es ganz ins Gefühl einmal aufzunehmen und das hineinzutragen und zu schaffen, das in uns, im irdischen Bewusstsein zum Erwachen zu bringen. Hier können wir es dann mit unserem Denken durchdringen auch, aber mit unserem. Nicht jetzt einfach nur so das Weltendenken hineinzunehmen, ja natürlich nehmen wir was mit, aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern wirklich dieses Ahnen des Geistigen da draußen, es hineintragen und in uns zum Erwachen zu bringen. Das ist die andere Seite. Jetzt haben wir sehr viel von der dunklen gesprochen, da kommt die helle Seite hinein. Und die da drinnen, aber mit dem Freiheitsbewusstsein zum Erwachen zu bringen. Und das ist sozusagen das Licht, das andererseits uns beleuchtet, diese Widersacherwelt, die diesen gewaltigen Schatten wirft.
Und wir brauchen eines zum anderen. Wir können im Licht nichts erkennen, wenn nicht der Schatten da ist. Und wir nehmen vom Schatten nichts wahr, wenn das Licht nicht kommt. Weil sonst ist 1:1 Finsternis, wir nehmen gar nichts wahr. Aber wenn wir nur ins reine Licht hineinstarren, nehmen wir an, in die Sonne hineinstarren, dann sehen wir auch nichts im Grunde. Also im reinen Licht sind wir blind und in der absoluten Finsternis sind wir auch blind. Es geht also darum, dass Licht und Finsternis einander durchdringen, begegnen. Das ist die Aufgabe jetzt. Jetzt. Und das geht nur, wenn wir im Aufwachen für da unten. Und in gleichem Maße werden wir erkennen im Licht, das oben ist. Das als Botschaft für heute. Als Botschaft, ich sage einmal, der Apokalypse oder auch als Botschaft Rudolf Steiners, indem er über die Apokalypse spricht. Ja, in diesem Sinne, danke für heute. Jetzt haben wir es geschafft auf Punkt 9 Uhr. Ich danke euch fürs Dabeisein. Auch allen danke, die im Livestream so fleißig dabei sind. Ich verabschiede mich von euch. Gerne. Danke, Wolfgang. Dankeschön. Gerne, meine Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Abend. Danke, François, auch. Ganz besonders. Und allen, die fleißig sind überhaupt. Danke. Schön ist euch. Vielen Dank. Hallo, alles Liebe. Bye. Hallo. Hallo, Sarah, hi. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Danke. Genial, wie du fertig geworden bist. Ich hab's auf Punkt fast landen, ich habe die Kurve gerade noch gekriegt. Ist der Dubois da von wegen Kuvertübergabe? Nein, er ist noch nicht gekommen, ich habe ihn noch nicht erreicht. Danke. Nein, ich wollte dir sagen, danke, dass du mich erinnerst dran. Bei Gelegenheit halt. Gut. Ja, es ist gut verwahrt und wartet auf ihn. Danke dir. Servus. Gerne. Baba.